Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Nachdem nun die ersten 4 Shop-Systeme von uns erstellt wurden, geht es nun über zum Adobe Shop-System Magento 2. Wir zeigen euch, wie ihr Magento in unter 10 Minuten zum Laufen bringt und somit eure Artikel online verkaufen könnt. Um die Installation starten zu können, musst du dich erst einmal für eine Installationsvariante entscheiden. Zur Auswahl stehen der Composer, die Installation per Git oder aber indem du Magento als ZIP-File herunterlädst und auf deinem Webserver entpackst. Wir haben uns für Letzteres entschieden und vollzogen. Ist das bei dir auch der Fall, öffne deine Shop-URL im Browser und dann solltest du auch dieses Fenster hier vorfinden. Klicke auf Agree und Setup und starte im nächsten Schritt den Readiness-Test, um überprüfen zu lassen, dass dein System bzw. das System des Webservers für Magento geeignet ist. Sollte alles im grünen Bereich liegen, klicke auf Next. In diesem Schritt muss der Database Username, Database Name und das Passwort eingetragen werden, was wir nun einmal tun werden. Im Schritt 3 kannst du Änderungen an deiner Domain und der Admin-Domain für das Backend vornehmen. Wenn du zufrieden bist, wieder auf Next klicken. Customize Your Store setzt ja schon eine Individualisierung voraus. Du musst also für deinen Shop die geeignete Sprache, Währung und Zeitzone angeben. Im vorletzten Schritt, bevor der Shop dann final installiert wird, musst du einen Benutzernamen und ein Passwort selbst kreieren, mit dem du dich dann zukünftig im Backend einloggen kannst. Darüber hinaus eine E-Mail integrieren. Am Ende auf Install klicken und abwarten. Damit ist dein Magento 2 Shop erst einmal installiert und du kannst die relevanten Daten hier noch einmal einsehen. Damit du diese nicht vergisst, bietet es sich an der Stelle einen Screenshot davon zu machen. Ansonsten kommst du mit Launch Magento Admin zur Anmeldung für den Admin-Bereich. Hier gibst du deinen eben erstellten Username und Passwort ein. Willkommen im Backend deines neuen Magento 2 Shops. Da wir die Installation nun abgeschlossen haben, wollen wir zuallererst eine Kategorie und einen Testartikel anlegen. Wir haben das schon einmal im Vorfeld zur Vorbereitung getan, die Schritte unterscheiden sich aber nicht. Deshalb gehen wir nun auf Products und erst einmal auf Categories. Dort klicken wir auf diese Root-Kategorie, unter der du dann Subkategorien erstellst. Wir haben darunter die Subkategorie Schuhe und die Subkategorie Sneakers erstellt. Wichtig dabei zu beachten ist, dass beide aktiviert sind und der Schalter für Include in Menu auf Yes geschaltet ist, da du diese sonst im Frontend nicht siehst. Den Namen würdest du dann hier eintragen. In der Content-Sektion kannst du eine Beschreibung ergänzen und hast auch hier, wie in allen anderen Shop-Systemen zuvor, einen vollwertigen HTML-Editor, mit dem du SEO-technische, aber auch visuelle Veränderungen vornehmen kannst. Alle weiteren Einstellungen sind für die Visualisierung im Frontend erstmal irrelevant. Wenn ihr euch näher damit beschäftigen wollt, was es beim Anlegen einer Kategorie zu beachten gilt, verlinken wir oben rechts das passende detaillierte Video für euch. Am Ende das Abspeichern nicht vergessen. Nun gehen wir anschließend wieder in die Products, aber auf Catalog. Hier können wir oben rechts ein einfaches Produkt hinzufügen, indem wir direkt auf Add Product gehen. Solltest du allerdings eher ein Bundle-Produkt erstellen wollen, musst du auf den Pfeil gehen und die gewünschte Produktart auswählen. Bei dir würde das dann genau so aussehen, nur dass die Felder bisher noch nicht ausgefüllt wären. Wichtig hierbei ist es ebenfalls, dass dieses Produkt aktiv geschaltet ist, da man es sonst im Frontend nicht bestellen kann. Attribute müssen vorher angelegt worden sein, um sie hier auswählen zu können. Wir haben dem Produkt einen Namen gegeben, wodurch automatisch die SKU ausgefüllt worden ist. Diese kann natürlich auch noch im Nachhinein abgeändert werden. Ein Preis muss enthalten sein und der Bestand. Dementsprechend haben wir auch noch welche in Stock. Wir haben das Produkt unserer Subkategorie Sneakers zugeordnet. Nun heißt es am Ende abspeichern. Was es mit den anderen Einstellungsoptionen auf sich hat, kannst du gerne unserem detaillierten Artikel anlegen Video entnehmen. Das einzige, was wir hier noch ergänzt haben, ist das Bild. Wie gehabt gilt, dass dieses nicht suchmaschinenoptimiert ist. Was es heißt, suchmaschinenoptimiert im Magento 2 zu arbeiten, erfährst du in unserem Magento SEO Video. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Testbestellung gleich nicht ins Leere läuft, wollen wir die Versand- und Zahlungsarten überprüfen. Um diese einzustellen, gehst du auf Stores und Configuration. Im Unterpunkt Sales hast du sowohl die Payment Methods als auch die Shipping Methods. Flatrate ist bei uns aktiviert. Das wollen wir auch mal für Free Shipping tun. Dafür müsst ihr den Use System Value Haken rausnehmen und diese Versandart anpassen. Wie immer am Ende abspeichern. Bei den Zahlungsanbietern sind einige auch schon standardmäßig vorhanden.
Eine Methode ist die Überweisung. Wie du weitere Zahlungsdienstleister in deinem Magento 2 Shop integrierst, das erklären wir dir in einem separaten Video. Für dieses haben wir erst einmal sichergestellt, dass unsere Testbestellung gleich erfolgreich verlaufen sollte. Ins Frontend kommst du übrigens, indem du auf dein Profil oben rechts gehst und auf Custom View klickst. Was dir nun auffallen wird, ist, dass dein Frontend anders aussehen wird als unseres. Warum das so ist, schauen wir uns ganz kurz noch einmal im Backend an. Wir sind im Vorfeld auf Content und Design Configuration gegangen und haben für unsere Main-Website das Theme Magento Blank ausgewählt. Bei euch wird höchstwahrscheinlich No Theme integriert sein. Dadurch wurde eines der Standard-Themes aktiviert. Zurück ins Frontend. Wie ihr sehen, unsere Kategorien wurden erfolgreich erstellt und auch unser Artikel ist vorhanden. Bevor wir diesen nun in den Warenkorb packen, melden wir uns als Kunde an. Das funktioniert schon mal. Also ab zum Checkout. Beide Versandmethoden werden auch ausgespielt. Wir entscheiden uns für die versandfreie. Automatisch wird die Zahlung per Überweisung ausgewählt und wir können unsere Bestellung aufgeben. Ob diese auch im Backend vorhanden ist, was dann wiederum bedeuten würde, dass unser Shop funktioniert, das schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür gehen wir auf Sales und Orders. Und siehe da, unsere Bestellung ist eingegangen und kann bearbeitet werden. Der nächste Schritt wäre, das Theme weiter anzupassen, was bei Magento 2 allerdings nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, wie beispielsweise bei Shopware 6, dem JTL Shop 5 oder Shopify. Du hast nicht direkt einen Editor, wie in den Erlebniswelten oder sowas wie den On-Page Composer oder Theme Editor. Das heißt, entweder ihr habt von Hause aus Webentwickler-Skills oder sucht euch auf Seiten wie Envato Market das für euch passende, kostenpflichtige Theme aus. Zu finden sein wird das dann unter Content und Themes, beziehungsweise kann unter Configuration angepasst werden. Bei unserem aktuellen Theme haben wir nur beschränkte Möglichkeiten. Wir können das Favicon ändern, das Logo im Header integrieren oder aber die Copyright-Signatur im Footer austauschen. Es existiert aber kein Baukastensystem à la WordPress. Last but not least haben wir also noch die Rechtstexte, die es gilt einzubetten. Für eine detaillierte Beschreibung, wie das geht und wie du sie bei Trusted Shops generierst, dafür steht hier oben rechts das passende Video bereit. Wir dürfen dir allerdings weder mit dem Detailvideo noch mit diesem hier eine Rechtsauskunft geben und tun das auch nicht, sondern informieren lediglich. Wir wollen das nun mal beispielhaft für das Impressum durchgehen. Zuerst einmal musst du dafür auf Content und Pages gehen. Wir erstellen eine neue Seite, die wir Impressum nennen, in der du nun dein generiertes Impressum einfügen musst. Erstellen oder erstellen lassen kannst du deine Rechtstexte übrigens beim Händlerbund oder Trusted Shops. Hast du diese eingefügt, heißt es abspeichern. Im Unterpunkt Blocks existiert bereits unser Footer-Block. Angelegt werden kann dieser mit Add New Block. Dann benennst du ihn wie hier angegeben. Zum Schluss muss noch ein Widget erstellt werden. Wichtig dabei ist es, dieses als CMS Static Block zu erstellen. Gib dem Widget einen Namen, lasse es für alle Store Views ausspielen und verknüpfe dieses Widget mit deinem Footer Block. Am Ende abspeichern. Für eine detaillierte Ausführung schau wie gesagt unser Magento 2 Rechtstext-Video dafür. Wenn du das nun für alle notwendigen Rechtstexte vollzogen hast, sollte dem erfolgreichen Verkaufen nichts mehr im Wege stehen. Ich hoffe, wir haben dir damit einen Überblick geben können, wie du einen funktionierenden Magento 2 Shop errichtest. Sollten deinerseits noch Fragen offen sein, stell diese gerne in den Kommentaren. Um alles Weitere kümmern sich unsere Magento-Experten. Informiere dich dazu auf unserer Magento-Agenturseite und vereinbare dort auch gerne direkt einen Termin. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und erfolgreiche Verkäufe wünscht euch euer eBakery-Team.